Thomas geht heute in sein Krankenhaus in Berlin. Es ist ein großes Krankenhaus und er arbeitet in der Notaufnahme. Er ist schon seit 5 Jahren Krankenpfleger und hat viel Erfahrung. Der Tag beginnt früh. Um 6 Uhr morgens kommt er an und zieht seine Uniform an. Er trifft seine Kollegen und sie sprechen über die Patienten und was zu tun ist. Plötzlich hört Thomas ein lautes Geräusch. Ein Rettungswagen kommt an. Ein Mann hat einen Unfall gehabt. Thomas rennt schnell zum Rettungswagen. Der Mann hat Schmerzen und kann nicht gut atmen. Thomas hilft ihm und bringt ihn in den Behandlungsraum. Der Arzt, Dr. Müller, kommt und sie arbeiten zusammen, um dem Mann zu helfen. Gut gemacht, Thomas, sagt Dr. Müller. Du hast schnell und richtig gehandelt. Thomas ist froh, dass er helfen konnte. Dann geht Thomas zu anderen Patienten. Eine alte Frau braucht ihre Medizin. Ein Junge hat Fieber. Thomas gibt ihm etwas zu trinken und ruft die Mutter an. Es ist viel zu tun, aber Thomas mag seine Arbeit. Um 12 Uhr hat Thomas eine Pause. Er isst einen Apfel und trinkt Kaffee. Er spricht mit einer Kollegin, Maria. Maria erzählt ihm von einem Konzert am Wochenende. Thomas möchte auch gehen, aber er weiß noch nicht, ob er Zeit hat. Die Pause ist kurz. Bald klingelt das Telefon. Ein anderer Notfall. Eine Frau hat starke Bauchschmerzen. Thomas und Maria gehen schnell zum Behandlungsraum. Der Arzt kommt und sie finden heraus, dass die Frau eine Blinddarmentzündung hat. Sie muss operiert werden. Wir haben keine Zeit zu verlieren, sagt der Arzt. Thomas bereitet alles für die Operation vor. Er ist konzentriert und macht keine Fehler. Die Operation ist erfolgreich und die Frau wird bald besser sein. Jetzt ist es schon 18 Uhr. Thomas ist müde, aber zufrieden. Er hat vielen Menschen geholfen und das ist wichtig für ihn. Bevor er nach Hause geht, schreibt er noch Berichte über die Patienten. Er will alles richtig machen, damit die nächste Schicht weiß, was zu tun ist. Endlich ist der Arbeitstag zu Ende. Thomas zieht seine Uniform aus und sagt Tschüss zu seinen Kollegen. Er nimmt den Bus nach Hause. Im Bus denkt er an den Tag. Es war viel Arbeit, aber es war auch gut. Er denkt an den Mann mit dem Unfall und die Frau mit der Blinddarmentzündung. Er ist froh, dass er ihnen helfen konnte. Zu Hause wartet sein Hund, Max, und Thomas geht mit Max spazieren und dann kocht er Abendessen. Es ist ein einfaches Essen, aber es schmeckt gut. Er ist müde, aber auch glücklich. Am Abend sieht er einen Film und geht dann ins Bett. Er denkt an den nächsten Tag und hofft, dass er wieder vielen Menschen helfen kann.